Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass Lebensmittel in der Breite sich global verteuern werden. Und Europa ist deswegen am stärksten betroffen, weil sich es von allen, und unter der Führung Deutschlands vor allem, von allen verlässlichen Energielieferanten und Energieformen abgekoppelt hat, die diese Abhängigkeit verringern könnten. Da haben wir uns aus dem Spiel genommen mit all unseren Schlauwi-Schlümpfen da in Brüssel, die ja alles zu tun haben, außer dafür zu sorgen, dass die Industrie hier Bedingungen vorfindet, wo sich das lohnt, hier sowas auch zu machen. Iran, USA, Israel, Libanon und Co. Was sind die Folgen vom großen Krieg im Mittleren Osten, die wir jetzt noch nicht sehen können? Wie geht es weiter mit der Weltwirtschaft? Sehen wir bald ein Welthungerproblem und weitere Themen in diesem Interview? Und ich freue mich, dass ich Dr. Markus Krall wieder zu uns zu Gast habe, ein alter Bekannter, bekannt für Klartext. Und ja, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Und guten Morgen hier aus Panama City nach Mallorca, nehme ich an. Ja, genau. Erstmal auch herzliche Grüße von mir aus Mallorca zurück nach Panama City, lieber Herr Wittmann. Ihrer Einladung folge ich ja immer sehr, sehr gerne, wie Sie wissen, und mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Freue mich auch immer auf Ihr Publikum, das tolle Fragen stellt und ziemlich aufgeweckt durch die Gegend läuft. Und das ist ja Ihr Verdienst und da freue ich mich immer auf diese Menschen zu treffen. Also danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Und wir haben heute mal wieder ein Update. Ja, und von dem her bin ich sehr gespannt. Wie sehen Sie die aktuellen Geschehnisse? Ein paar Monate ist inzwischen der Krieg am Laufen. Iran scheint resilienter als gedacht. Und wie fassen Sie die aktuelle Lage im Iran-Konflikt zusammen? Also ich muss fairerweise vorausschicken, dass ich mich in der voraussichtlichen Dauer dieses Konflikts am Anfang durchaus getäuscht habe. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Amerikaner eine sehr gründliche Analyse der tatsächlichen strategischen Situation vorgenommen haben müssten, bevor sie zu einem derart heftigen Schlag ausholen. Und offensichtlich haben entweder die Amerikaner nicht über vollständige Informationen verfügt, was mich angesichts ihrer technischen Überlegenheit doch sehr wundern würde, oder sie haben in ihrer Analyse aus anderen Gründen daneben gelegen. Ja, es war also, denn wenn es anders wäre, dann wäre der Konflikt nach 6 Wochen beendet gewesen. Und ganz am Anfang sah es auch sehr danach aus. Ja, also man hat im Grunde genommen der Hydra einen Kopf nach dem anderen abgeschlagen. Man hat das Land quasi in den ersten 8 Tagen führungstechnisch komplett enthauptet. Ja, und dann muss man sagen, das ist wirklich erstaunlich gewesen zu sehen, wie sich diese Führungsstruktur quasi wie der Hydra für jeden abgehackten Kopf 2 nachgewachsen sind. Ja, also das ist phänomenal. Also hier muss ich zugeben, da war ich deutlich optimistischer vor 3 Monaten, als der Konflikt ausgebrochen ist. Das schicke ich jetzt einfach mal vorweg, weil man muss auch mal sagen, wenn man nicht genau richtig gelegen hat. Aber ich glaube, dass die Amerikaner trotzdem am Ende am längeren Hebel sitzen. Sie werden länger brauchen, es wird mehr kosten, sie werden größere Opfer bringen müssen, als sie gedacht haben, aber am Ende werden sie an der Stelle sich wahrscheinlich durchsetzen. Warum sage ich das? Weil für die Amerikaner zu viel davon abhängt. An der Stelle habe ich meine Analyse nicht geändert gegenüber von vor 3 Monaten. Die Amerikaner haben diesen Krieg nicht wegen des Atomprogramms begonnen, auch nicht wegen Israel, sondern die Amerikaner haben diesen Krieg begonnen, weil es geostrategisch für sie von absolut essentieller Bedeutung ist, dass der US-Dollar die Leitwährung auf dem Planeten bleibt. Ohne den US-Dollar als Leitwährung auf dem Planeten fehlen den USA in ihrem Militär- und Geheimdiensthaushalt 1,5 Billion bis 1 Billion pro Jahr. Das ist nämlich die indirekte Steuer, die sie aus dieser Sache einnehmen können. Und wenn die weg sind, dann fehlen die. Und dann müssen sie entweder anderweitig eingespart werden oder die Steuern erhöht werden oder sonst was gemacht werden. Und dazu kommt, dass, wenn die weg sind, die Amerikaner ihr Defizit nicht mehr so fahren können wie bisher. Das heißt, sie müssten massive Einsparungen von mindestens 2 Billionen im Jahr vornehmen, um ihren Haushalt gewaltsam auf Kurs zu bringen und ins Gleichgewicht zu bringen, den Staatshaushalt. Und das würde bedeuten, dass die Amerikaner erstmal in eine massive Anpassungsrezession reinrutschen. Nachdem Trump letztes Jahr ja nicht bereit war, Doge weitermachen zu lassen. Mit Doge wäre die Sache super gelaufen, da bin ich sicher. Dann wären die Amerikaner nicht so unter Druck. Aber ohne Doge sind sie so unter Druck. Und wenn sie also auf diese Leitwährungsfunktion verzichten müssen, dann werden sie in diesem Ringen um die ersten Plätze der neuen multipolaren Weltordnung zurückfallen. Und zwar nicht auf den zweiten, sondern wirklich sogar auf den dritten Rang. Das heißt, dann werden Russen und Chinesen
den Amerikanern strategisch einen weiten Schritt voraus sein. Und das gesamte amerikanische strategische Konzept, wie sie in der multipolaren Weltordnung noch eine bedeutsame Rolle spielen wollen, gerät ins Wanken. Und da sie sich das nicht leisten können, müssen sie diesen Krieg auf jeden Fall gewinnen. Kommen sie nicht dran vorbei. Warum müssen sie ihn so sehr gewinnen? Weil ohne den Petrodollar die Leitwährungsfunktion nicht verteidigt werden kann. Die BRICS sind entschlossen, die Leitwährungsfunktion durch eine Gold- oder Edelmetallgedeckte oder Rohstoff- und Edelmetallgedeckte Währung zu Fall zu bringen und sich ihre Überschüsse künftig in dieser Währung bezahlen zu lassen. Während die Amerikaner sagen, nein, das wollen wir nicht, wir wollen, dass weiterhin ihr euch in Dollar eure Überschüsse bezahlen lasst. Denn die können wir frisch drucken und da können wir auch so viel ausgeben, davon wir wollen. Das ist unsere Währung, aber euer Problem. Ja? Und der Petrodollar stellt sicher, dass China beispielsweise einen großen Handelsbilanzüberschuss gegenüber dem Dollarraum erwirtschaften muss, um genug Dollars zu erwirtschaften, damit es das Öl einkaufen kann, was es braucht. Denn wenn Öl nur für Dollar verkauft wird, dann brauche ich die Dollars. Dann nützt es mir nichts, wenn ich Gold oder eine andere Währung habe. Dann nützt mir auch nichts Rubel oder Rupien oder Yuan, sondern dann brauche ich Dollar. Und der Energiehunger Chinas ist so groß, dass je nach Preislage des Öls in einer normalen, jetzt nicht vom Krieg geprägten Lage, die Chinesen so 400 bis 500, vielleicht eventuell sogar 600 Milliarden Dollar pro Jahr brauchen, um das zu bezahlen. Wenn also die Abrechnung in Dollar erfolgen muss, wenn die Amerikaner das durchsetzen können. Und genau darum geht es, weil der Iran die letzte Lücke in der Petrodollarkette ist, nachdem Venezuela einkassiert wurde und die anderen sowieso schon unter amerikanischer Kontrolle stehen. Wenn das also so ist, dann muss China entsprechend Dollars verdienen. Und dann lässt sich diese BRICS-Währung nicht mit der gleichen, ich sag mal, Wucht umsetzen, der gleichen Geschwindigkeit umsetzen, als wenn das anders wäre. Also hängt von der Sache für die Amerikaner enorm viel ab. Und deswegen habe ich Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass die Amerikaner einem Kompromiss zustimmen, der nicht ganz nach ihrem Geschmack ist. Gehen wir vielleicht auch mal auf die anderen Parteien, weil es ist ja nicht nur USA und Iran, Israel ist natürlich mit dabei, auch sagen wir, mehrere arabische Nachbarn, allen voran Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Wie sehen Sie diese im aktuellen Umfeld? Es gibt ja auch Verhandlungen, die wir aktuell wissen. Trump möchte anscheinend einen Deal, hat ja auch Israel mitgeteilt, dass möglichst ein Waffenstillstand mit dem Libanon kommen sollte. Also Israel scheint da nicht so richtig mitspielen zu wollen und auch teilweise andere Interessen zu haben als die USA. Das heißt, welche Faktoren haben denn die genannten Länder in diesem Kontext? Also, dass die Interessen Israels und der USA an der Stelle nicht identisch sind, straft eigentlich all jene Lügen, die sozusagen in Klammern auf verschwörungstheoretisch, Klammer zu, immer gesagt haben, nur weil die Israelis den Trump oder die Amerikaner in der Tasche hätten, wäre der Krieg überhaupt angefangen worden. Das glaube ich ehrlich gesagt eben nicht. Diese Interessendivergenz ist da. Und da gibt es auch Streit drüber. Wenn die Israelis die Amerikaner in der Tasche hätten, gäbe es keinen Streit drüber. Davon können wir ausgehen. Ja? Dann würde ein Haken dran gemacht werden und die Amis würden sagen, was die Israelis ihnen vorgeben. So funktioniert aber das Spiel nicht. Es ist zwar so, dass der Einfluss Israels in Amerika enorm groß ist, über unterschiedlichste Kanäle, also über die Financial Community, über Wall Street, also speziell natürlich auch New York, aber auch über die direkten familiären Einflussmöglichkeiten. Gibt es ja eine Verschwägerung mit einer bekannten und sehr wohlhabenden jüdischen Familie, der Trump-Familie. Also das alles ist da, aber es ist nicht so, dass das quasi so eine Art Befehls- und Gehorsamsverhältnis da wäre. Und die Israelis haben natürlich andere Interessen als die USA und die Israelis sind natürlich auch gewohnt, ihre Konflikte bis zum ganz bitteren Ende durchzufechten, weil sie ein ganz anderes Exposure haben. Wenn die USA irgendwo nicht ganz ihren Willen kriegen, dann sind sie immer noch weit weg hinterm Ozean. Das gilt für Israel in der Region halt mal schlicht nicht. Israel ist, was die nukleare Sicherheitsfrage angeht, ein One-Bomb-Country. Es kann mit einer einzigen großen Nuklearwaffe kann man dieses Land von der Weltkarte fegen. Israel ist mit gerade mal gut 10 Millionen Menschen nur 1% so groß wie die islamische Community, von der es umzingelt ist. Ja, 1%, das muss man ja auch mal geben. Und Israel ist trotzdem die lokale militärische Supermacht, bisher jedenfalls gewesen. Israel kann kein Interesse daran haben, einen Kompromiss einzugehen, weil dann quasi der Nimbus
der Israeli Defense Forces in der Region auch drunter leiden würde. Und hier geht es nicht nur um das, was ich tatsächlich kann, sondern auch um das, was die Leute glauben, dass ich kann. Das heißt also, die israelische Position ist logischerweise viel härter als die amerikanische, und die Hisbollah sitzt nun mal im Libanon, vom Iran finanziert, und hat dort die letzten 30 Jahre, wie man so schön sagt, Terror gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Frage ist natürlich, ob es Amerikas Aufgabe ist, diesem Bedürfnis quasi voll zu entsprechen. Und da sagt wahrscheinlich die aktuelle Administration, und deswegen wird es ja angeblich am Telefon neulich sogar mal sehr lautstark: Nee, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir wollen einen vernünftigen Deal, der unseren Interessen entspricht. Wenn wir den aber bekommen, dann müsst ihr euch um eure anderen Themen schon auch selber kümmern. Also wir sind nicht der verlängerte Arm der israelischen Regierung. Das wird eigentlich an der Stelle deutlich. Mhm. Gehen wir vielleicht noch auf die ebenfalls wichtigen und großen Nachbarn ein. Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, das sind große Player, auch was das Thema Erdöl betrifft, und auch wichtige Länder, Partnerländer aktuell von den USA. Das heißt, welche Rolle spielen die, und können Sie sich auch mal vorstellen, dass diese Länder potenziell ausscheren? Das ist schwer zu sagen. Es gibt in diesen Ländern auch unterschiedliche Fraktionen. Ich folge einigen Kanälen, also auch X-Kanälen aus den Emiraten und Saudi-Arabien, und da zeichnet sich eigentlich ein heterogenes Bild ab. Aber im Moment überwiegt die Stimmung eigentlich in beiden Ländern, die sagt: Wir können uns das vom Iran nicht gefallen lassen, und wir wollen es auch zu Ende ausfechten. Das heißt, was der Iran geschafft hat, ist eigentlich eine verrückte Angelegenheit. Er hat es geschafft, dass es ein de facto Militärbündnis zwischen Israel, Saudi-Arabien und den Emiraten gibt. Also das muss man sich auch mal irgendwie ausmalen. Wie verrückt klingt das denn? Und insbesondere die Emiratis, die sind auf Krawall gebürstet im Moment. Und zwar schon aus mehreren Gründen. Einmal gibt es einen historischen Grund. Es gibt diese Inselgruppe im Persischen Golf, die eigentlich ganz klar den Emiratis gehört. Also völkerrechtlich ist der Fall klar, aber die seit Jahrzehnten vom Iran besetzt sind. Und die im Prinzip nur zurückgeholt werden können, wenn man einen Krieg macht. Die Emirate sind aber zu schwach, um allein gegen den Iran in den Krieg zu ziehen, und sehen wahrscheinlich jetzt auch die Gelegenheit zu sagen: Jetzt können wir hier eine ganz alte Rechnung begleichen, nämlich dass die uns diese Inseln völkerrechtswidrig die ganze Zeit gestohlen haben und da Militärbasen draufgesetzt haben. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass die Emiratis sagen, der Iran hat uns auch angegriffen, auch unsere zivile Infrastruktur angegriffen. Und damit sind wir miteinander im Krieg. Ja? Und bei den Saudis genau das Gleiche. Und die sind natürlich auch alle nicht erbaut darüber, dass der Iran sagt, die Straße von Hormuz ist meins. Also die sagen, es ist eine internationale Wasserstraße und wir lassen uns da nicht erpressen. Also ich glaube, dass das Gleichgewicht innerhalb dieser Länder im Moment eher auf Opposition gegen den Iran gepolt ist, woran Iran eigentlich die Hauptverantwortung trägt mit der Art seiner Kriegsführung. Es heißt aber nicht, dass das auf Dauer so bleiben muss. Es gibt durchaus auch starke Kräfte, die sagen, wir brauchen Frieden in der Region. Wir können kein Öl mehr exportieren, wir können kein Gras mehr exportieren, wir können keinen Kunstdünger mehr exportieren, was uns gleich zu diesem anderen Thema noch führen wird. Das ist ein riesiges globales Problem, dass der Energie- und Kunstdüngernachschub stockt, und zwar auf einer globalen Ebene. Und das bringt natürlich die arabischen Staaten in erstens finanzielle Probleme und auch in logistische Probleme. Die Verwundbarkeit hat sich gezeigt, und zwar nicht nur beim Thema Energielogistik, sondern vor allen Dingen auch beim Thema Süßwasserlogistik. Ja, wenn man sich mal anschaut, weiß nicht, ob Sie mal in Riad waren oder ob einige Ihrer Zuschauer vielleicht mal da waren, aber ich bin etliche Mal in Riad gewesen. Es ist eine Riesenstadt, absolut mitten in der Wüste. Die ist um eine Oase herum gebaut. Diese Oase, als die noch sozusagen für sich selbst sorgte mit dem Wasser, was sie hatte, konnte 2000 Menschen mit Wasser versorgen. Mehr war da nicht. Und jetzt haben wir hier eine Millionenstadt, die über gewaltige Meerwasserentsalzungsanlagen und Pipelines vom Roten Meer und vom Persischen Golf aus versorgt werden muss. Und die mit den höchsten Pro-Kopf-Wasserverbrauch auf dem Planeten hat. Und das sind natürlich Verwundbarkeiten, die all die Jahre bekannt waren, die aber jetzt sehr stark zutage treten. Und diese Verwundbarkeiten, die machen natürlich auch kompromissbereit. Mhm. Sie haben schon die aktuell wohl bekannteste Straße der Welt angesprochen, die Straße von Hormuz.
Und auch, das heißt, was sehen wir jetzt und was bedeutet das jetzt alles für die Zukunft? Wir fokussieren das natürlich, wie geht es Mhm. weiter? Gibt es einen Deal? Eskaliert das Ganze möglicherweise? Aber was wissen wir bereits jetzt, was das Ganze für die Weltwirtschaft bedeutet? Und auch dieses Thema, steuert die Welt zumindest in bestimmten Ländern auf ein weltweites Hungerdesaster zu? Also, hier muss man wirklich befürchten, dass es Probleme geben kann. Ich habe mir mal angesehen, wie die globale, Produktion und der globale Verbrauch von Kunstdüngern, und da gibt es ja verschiedene Kategorien, wie der so aussieht. Und, hier haben wir ein mehrschichtiges Problem. Das erste ist, dass, ähm, die Produktion von Kunstdünger eben entsprechend, sie ist energieintensiv. Und die globale Verteuerung von Energie führt dazu, dass auch die Produktion von Kunstdünger deutlich teurer wird. Und damit wird sich das früher oder später auf die Lebensmittelpreise durchschlagen. Das ist das erste Element. Das zweite Element ist, dass die Ukraine als Brotkorb des Planeten, die ja allein in der Lage ist, obwohl sie nur 30 bis 40 Millionen Menschen hat, je nachdem, wann man zählt, ja, die ist ja allein in der Lage, für 600 Millionen Menschen Lebensmittel herzustellen. Das ist also, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist auch einer der Gründe, warum sie so ein großes strategisches Asset ist. Und die fällt, durch den Krieg auch in großen Teilen für Lebensmittelproduktion und Export aus. Und die Ukraine sitzt auf den größten Schwarzerdeböden-Reserven weltweit, und deswegen ist das so. Also das ist auch runtergefahren, und es ist natürlich sowieso durch die Kriegshandlungen ständig gefährdet und logistisch 'n Problem. Und das dritte Element ist, dass ein Großteil der Kunstdüngerproduktion, ähm, auf stickstoffbasierten, Kunstdüngerproduktion sich im Persischen Golf befindet. Und zwar deswegen, weil natürlich ebenso wie bei der Aluminiumproduktion auch diese Staaten gesagt haben, das sind energieintensive Produktionen, die kann man am besten mit komparativen Vorteilen bei uns ansiedeln, weil wir haben billige Energie in Hülle und Fülle, und die ist bei uns noch billiger als irgendwo sonst, nicht nur, weil wir es selber drauf sitzen, sondern weil natürlich die ganze Logistik viel einfacher ist. Wenn ich das Zeug hier herstelle und dann es von hier aus in die ganze Welt verschicke, dann ist es viel weniger Aufwand, als wenn ich die Energie nach Europa oder sonst wo bringe und dort dann mit dem gleichen energetischen Aufwand das hergestellt wird. Das heißt, der Golf hat einen massiven komparativen Vorteil bei der Kunstdüngerproduktion und hat entsprechend auch zweistellige Anteile an der globalen Produktion, die ausfallen, weil sie A, durch die Angriffe nicht mehr produziert werden, und B, in der gleichen logistischen Falle sitzen wie alle anderen Transporte aus dem Golf heraus aus, nämlich die müssen durch die Straße von Hormuz durch. Und, hier haben wir jetzt einfach ein Ungleichgewicht. Und wenn man sich anschaut, was sonst noch passiert ist, Russland und China gehören zu den größten Kunstdüngerproduzenten weltweit, haben beide den Export von Kunstdünger jetzt verboten, weil sie genau das antizipieren. Sie gehen davon aus, dass es zu einer globalen Knappheit kommt. Ob das dann so dramatisch wird, wie das manche vielleicht befürchten, das ist schwer zu sagen, weil da gibt es auch verschiedene Anpassungsmechanismen marktlicher Art, die dann die Sache ein bisschen abmildern. Aber grundsätzlich stehen wir hier durchaus vor einem gravierenden Problem. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass Lebensmittel in der Breite sich global verteuern werden. Wie sehen Sie die Weltwirtschaft für die nächsten 6 bis 12 Monate? Also jetzt ist ja noch, auch in den Aktienmärkten ist ja eher noch Partystimmung und es läuft aktuell, aber dass es größere Konsequenzen haben wird, auch je länger die Problematik hier im Iran und von der Straße von Hormuz eben nicht gelöst ist, das wissen wir. Was rechnen Sie damit? Was wird demnächst kommen? Jetzt kommt auch der Sommer, der traditionell auch nicht so gut läuft an den Aktienmärkten. Ja, also, ich glaube, dass die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen heterogen sein werden. Europa wird am stärksten getroffen. China wird auch in einem gewissen Umfang getroffen, weil China ist deutlich abhängiger vom Öl- und Gasexport aus dem Golf im Vergleich zu Amerika. Amerika hat bisher vor dem Krieg nur 3% seines Öls aus dem Golf bezogen. Und das ist eine Größenordnung, die durch die gewonnene Kontrolle über Venezuela leicht zu ersetzen ist. Venezuela allein sitzt ja auf 18% der Weltölreserven. Und daran erkennt man auch die amerikanische Strategie. Übrigens nochmal kleiner Exkurs zum Thema Petrodollar zurück. Venezuela sitzt auf 18%. Saudi-Arabien sitzt auf 15% und Iran sitzt auf 12%. Das heißt, die drei zusammen haben 45% der bekannten Weltölreserven.
Und dann kommen Emirate und Bahrain und Kuwait und so weiter. So, die kommen alle noch dazu. Aber das heißt, also da sehen wir, die amerikanische Petrodollar-Perlenkette, die ist mit nur 3 Ländern schon relativ komplett. Und zwar deswegen, weil ein nicht kleiner Teil der Produktion, nämlich ungefähr 20%, entfällt auf Länder, die zwar nicht im Petrodollar sind, aber die das Öl für sich selbst produzieren, zum Beispiel Brasilien. Ja, das heißt also, wir haben hier, da schließt sich quasi für die Amerikaner das Gitter, das sie da um die anderen herumlegen, relativ schön und leicht und schnell, wenn sie nur im Iran Erfolg haben. Und wenn wir jetzt uns die wirtschaftlichen Auswirkungen anschauen, also wir haben zunächst mal ein Preisproblem beim Öl und beim Gas. Und da gab es übrigens gerade vor wenigen Tagen ein interessantes Interview des ehemaligen Energieberaters der Regierung Biden. Jetzt kann man sagen, der ist voreingenommen, weil er Demokrat ist und weil er gegen den Trump schießen muss. Aber ich glaube, der hat sehr wohl einige sehr vernünftige Argumente vorgetragen. Nämlich der hat gesagt, der eigentliche Ölpreis ist nicht das, was Sie auf dem Bloomberg-Ticker sehen, sondern was Sie auf dem Bloomberg-Ticker sehen, ist der Papierölpreis, so wie es einen Papier-Goldpreis gibt, über den wir uns ja auch schon mal unterhalten haben. Und der eigentliche Ölpreis ist 150, vielleicht sogar $170, wenn sofort delivered werden muss. Das heißt also, der Ölpreis, den man jetzt Spot, und zwar für echte, reale physische Lieferung bezahlt, liegt deutlich höher als das, was wir auf dem Ticker sehen. Das ist mal eine ziemlich harte Ansage. Und wir haben das bei uns überprüft. Wir haben da also einige KI-Recherchen gemacht und es scheint also tatsächlich sich so zu verhalten, wie der Mann das gesagt hat. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist, dass die einzelnen Regionen unterschiedlich stark abhängig sind von der Öl- und Gasversorgung aus dem Golf. Und am stärksten betroffen ist Europa. Und Europa ist deswegen am stärksten betroffen, weil sich es von allen, und unter der Führung Deutschlands vor allem, von allen verlässlichen Energielieferanten und Energieformen abgekoppelt hat, die diese Abhängigkeit verringern könnten. Wir haben uns komplett vom russischen Öl und Gas abgekoppelt in unserem Kriegswahn, den wir da haben. Wir haben uns aus der Atomenergie verabschiedet in Deutschland, in Frankreich ja nicht, aber in Deutschland. Wir haben uns aus der Kohle weitgehend verabschiedet, auch in Deutschland, in Polen ja nicht, aber wir haben es gemacht. Wir haben uns aus allen heimischen Energievorräten verabschiedet, also Braunkohle, sonst was, Steinkohle, obwohl wir auf Energievorräten in Deutschland sitzen, die uns 100 Jahre mit billiger Energie versorgen könnten. Also wir haben in unserem Klimawahn all das über Bord geworfen und gesagt, wollen wir alles nicht mehr, und haben uns stattdessen, wir erinnern uns alle an den Bückling von Herrn Habeck vor dem Emir von Katar, ja, in eine Abhängigkeit begeben, die jetzt schlagend wird. Und das ist noch nicht mal die Schuld von Katar oder Saudi-Arabien, sondern es ist die Schuld einer geopolitischen Gesamtgemengelage, die halt nun mal so ist, wie sie ist. Und die sind Gefangene ihrer Geografie. Und die Straße von Hormuz, wenn sie wieder geöffnet werden sollte in absehbarer Zeit, verlässlich geöffnet werden sollte, dann wird es auch eine Weile dauern, bis da wieder Schiffe durchfahren. Denn eins muss man ja mal sehen, stellen Sie sich vor, Sie sind Eigner von so einem Supertanker und das ist eine Multimillionen-Dollar-Investition. Jetzt sitzt er seit 3 Monaten, sagen wir mal, in einem Hafen in Saudi-Arabien fest, ständig in der Angst, dass ihm eine Drohne auf den Kopf fällt. Und jetzt geht die Straße auf, weil die Verhandlungen gerade mal erfolgreich waren. Dann geht es auf, mal zu, mal auf, mal zu. Dann geht es jetzt auf und ich fahre raus mit meinem ganzen Ding. Jetzt habe ich es dann aus dem Golf rausgeschafft. Was glauben Sie, wie lange der braucht, bis er wieder das Vertrauen hat, dass er dieses wertvolle Asset wieder in den Golf reinbewegt für die nächste Charge, die er da abholt? Der wird erst mal gucken, wer bietet denn sonst noch Öl an? Ja, Venezuela vielleicht demnächst auch Argentinien oder irgendwo in den russischen Verladehäfen am Pazifik. Ja, also da wird er sich erstmal umorientieren. Bevor der wieder in den Golf reinfährt, will der erstmal sehen, dass da mindestens 3 bis 6 Monate tatsächlich verlässlich Ruhe eingekehrt ist. Denn wenn er da vorher reinfährt und ihm fällt dann was auf den Kopf, dann wird die Versicherung ihm sagen, ja, das hättest du doch wissen können. Da bezahlen wir jetzt nicht. Das ist grobe Fahrlässigkeit. Ja, das heißt also, zwischen die Straße ist offen und die Straße ist wirklich wieder kommerziell nutzbar, gibt es einen Unterschied. Und damit ist das Problem in die absehbare Zukunft bis in den Spätsommer, Herbst, Winter hinein verlängert. Und das bedeutet, dass wir so schnell, auch wenn sich Amerikaner und Iraner einigen sollten auf was Tragfähiges, werden wir so schnell keine Entlastung sehen, weil alle Leute erst mal wissen wollen, ist es denn tragfähig? Was natürlich auch angesichts der doch ein bisschen erratischen Verhaltensweisen des amerikanischen Präsidenten, die sehr bedauerlich sind, aber die nun mal da sind, auch schwer zu beantworten ist, weil wir haben jetzt ein paar Mal Richtungsänderungen hier gesehen und auch Änderungen in der Vorstellung, was er denn durchsetzen will.
Das hilft da auch nicht dann sozusagen Stabilität in diese Wahrnehmung der Märkte und der Eigner von solchen Schiffen zu bringen und der Versicherungsmärkte auch nicht. Ja, Sie haben ja Europa schon angesprochen, auch allen voran mit Deutschland. Ich glaube, das kann man relativ schnell abhaken. Also, wir sind Statisten von außen und, wir sind die Verlierer von dem Ganzen, ne? Das ist so die Ja. wesentliche Zusammenfassung, oder? Das ist die Zusammenfassung und wir werden in Europa einen stagflatorischen Schock haben oder wir haben ihn ja eigentlich schon, der wird noch stärker werden. Er wird dadurch verstärkt, dass wir auch die falsche Politik insgesamt betreiben. Überbesteuerung, Überbürokratisierung, Verfall der Infrastruktur, Bildungskatastrophe, Migrationskatastrophe. Wir haben im Prinzip auf jedem Politikfeld durch die schlechte Führung unserer politischen Klasse eine Katastrophe produziert und jetzt, ja, wie man in den arabischen Ländern sagt, das ist der Strohhalm, der dem Kamel den Rücken bricht. Oder wie man uns sagt, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Wir kommen jetzt in eine stagflatorische Krise und die lässt sich auch geldpolitisch nicht lösen. Die EZB diskutiert jetzt über eine 0,25% Erhöhung der Zinsen auf dann 2,25%, um der jetzt auf 3% gestiegenen Inflation entgegenzutreten. Aber in einer Stagflation gilt für die Geldpolitik damned if you do, damned if you don't. Stagflation heißt Inflation bei Schrumpfen der Wirtschaft, was ein seltener, was eigentlich nur durch einen Angebotsschock in der Regel überhaupt so passiert, so wie 1973 es passiert ist. Und das bedeutet, wenn die Zentralbank die Zinsen erhöht, um die Inflation zu bekämpfen, geht es der Wirtschaft noch schlechter. Und wenn sie senkt, um die Wirtschaft zu entlasten, wird die Inflation noch stärker. Das heißt, die sitzt in der Zwickmühle. Und das werden wir jetzt die nächsten Monate sehen, dass die in der Zwickmühle sitzt. Und wir werden Wohlstandsverluste in Europa gravierender Höhe hinnehmen müssen, bevor sich die Sache, wenn sie sich stabilisiert, bevor sie sich stabilisiert, falls sie es tut, ja. Mhm. Gut, vielleicht braucht man diesen Schmerz einfach für manche Reinigungsprozesse. Ja, Ja, to be da bin ich continued. sehr dafür. Ja, Ist leider so immer wieder, ne? Ja, und ja. von dem abschließend noch auf den zweiten großen Player. Und zwar vor wenigen Wochen haben sich ja die USA und China getroffen und es schien ja relativ harmonisch abzulaufen. Also großartige Worte übereinander. Trump hatte auch eine hochrangige Wirtschaftsdelegation mit dabei. Was haben Sie da mitbekommen, was sich da hinter verborgenen Türen passiert und worum es da wirklich ging? Also mein Eindruck ist, dass zumindest in groben Zügen, mal abgesehen von der Weltfinanzordnung, da scheint noch keine Einigkeit drüber zu bestehen. Aber in groben Zügen hat man sich zwischen Moskau, Peking und Washington über die grobe Einflusszonenaufteilung der Welt verständigt. Und der Grund dafür ist sehr einfach und logisch. Weder China noch die Vereinigten Staaten haben Lust, in der Falle des Thukydides zu sitzen und miteinander einen Atomkrieg zu führen. Und zwar, weil sie beide wissen, dass es das dann war. Ja, den können beide nicht überleben. Und weil sie dazu keine Lust haben, sagen sie, wir sind zwar vielleicht zwei Skorpione im selben Käfig, aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns jetzt gegenseitig umbringen müssen. Wir brauchen eine Lösung, die etliche Jahrzehnte hält. Also mindestens 20 bis 30 Jahre. Das heißt, die Welt wird in Einflusszonen jetzt erstmal aufgeteilt. Und das sieht man ja auch in der amerikanischen nationalen Sicherheitsstrategie, die ist ja veröffentlicht. Da sagen die Amerikaner, wir fokussieren uns auf den amerikanischen Doppelkontinent, Nordamerika, Südamerika und übrigens inklusive Grönland. Davon haben wir nicht zum letzten Mal gehört, das verspreche ich mal an der Stelle. Solange Trump Präsident ist, haben Sie von Grönland nicht zum letzten Mal gehört. Wenn Iran vorbei ist, ist Grönland wieder auf der Speisekarte oder auf der Landkarte. Ja gut, da ist es sowieso. Und wir konzentrieren uns also auf den amerikanischen Doppelkontinent. Wir konzentrieren uns auf die technologische Führung im Bereich Weltraum, KI und Quantum Computing und Life Sciences. Und wir wollen unsere Weltleitwährungsfunktion des US-Dollars behalten. Das sind die wesentlichen Kernpunkte der amerikanischen Multipolaritätsstrategie, nachdem man verstanden und eingesehen hat, dass die Unipolarität nicht mehr durchsetzbar ist. Sie ist vorbei. Denn Amerika ist nur noch die zweitgrößte Wirtschaftsmacht auf dem Planeten. China hat Kaufkraft bereinigt, jetzt läuft auf 40 Billionen Dollar Bruttosozialprodukt zu. Das ist ein Drittel größer als das amerikanische. Zwar nicht vom Pro-Kopf-Einkommen, weil China natürlich 3-mal so viele Einwohner hat, aber das ist schon ein Land, was jetzt im Großen sagen kann, unser Volk in Summe, im Schnitt, hat einen Lebensstandard, so wie ihn Europa und Amerika in den 70ern hatten. Das hat China erreicht in 40 Jahren. Das ist eine phänomenale Leistung und China wird sich da nicht mehr klein machen. China will aber keinen Krieg und zwar vor allen Dingen, weil sie alle ihren Sun Tzu gelesen haben. China sagt, einen Krieg führe ich dann, wenn ich keinen Schuss abgeben muss, um ihn zu gewinnen.
dann kann ich einführen. Und während die Amerikaner, die sind da, wie wir ja wissen, ein bisschen anders gelagert. Aber China will auf keinen Fall einen Krieg mit Amerika. Amerika will das auch nicht. Russland sagt prima, aber dann bin ich auch dabei und die alte Sowjetunion ist mein Einflussgebiet und dem hat Trump mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zugestimmt und deswegen die Ukraine unter den russischen Bus geworfen, worunter sie nur deswegen noch nicht verendet ist, weil die Europäer sich mit aller Macht dagegen stemmen, aber das wird auf Dauer keinen Erfolg haben. Denn Trump hat ein Interesse dran, diese geostrategische Gemengelage im Iran noch ein paar Monate köcheln zu lassen, um die Europäer weich zu kochen, damit sie seinen Ukraine-Deal mit Russland akzeptieren müssen. Und zwischen China und Amerika ist zwar jetzt nicht die große Freundschaft ausgebrochen, die da zelebriert wird. Also Trump ist ja immer mein Freund Xi und so weiter, also alles schön und recht, aber letzten Endes sind es Konkurrenten. Und deswegen fokussiert sich Trump auch auf das Thema Weltraum, weil er sagt, mag ja sein, dass wir auf der Erde Multipolarität haben, aber da oben müssen wir immer noch die Ersten sein. Und mit Hilfe von Elon Musk, deren Marktanteil an der Weltraumfahrt global von 90% hat. Die anderen 10% teilen sich Amerika, Russland, China und Indien. Das muss man sich auch mal geben, ja. Kann er das auch erreichen. Und das Gleiche gilt für KI. Wenn man mal die KI-Investitionen nebeneinander stellt, Amerika in 2026, Schätzungen habe ich mir gerade abgeholt, liegen laut einer Studie der Uni Stanford zwischen 400 und 450 Milliarden Investitionen in KI in den Vereinigten Staaten und 15 Milliarden in Europa und 35 Milliarden in China. Das heißt also, auf diesen Feldern ist der Claim klar abgesteckt. Wobei KI hochenergieintensiv ist, deswegen wird Europa da auch so schnell nicht aufholen. Also da sind wir abgehängt, das muss man in aller Brutalität sagen. Ja. Da haben wir uns aus dem Spiel genommen mit all unseren Schlauwi-Schlümpfen da in Brüssel, die ja alles zu tun haben, außer dafür zu sorgen, dass die Industrie hier Bedingungen vorfindet, wo sich das lohnt, hier sowas auch zu machen. Das ist schon phänomenal, was die da geschafft haben, also im negativen Sinne. Insofern bin ich für das amerikanisch-chinesische Verhältnis vorsichtig optimistisch, aber ich mache mir auch keine Illusionen darüber, was Taiwan angeht. Taiwan landet genauso unter dem geostrategischen Bus wie die Ukraine, aber nicht heute und morgen, sondern im Laufe der nächsten Jahre, sobald die Chipindustrie dort abgewandert ist nach Amerika und Amerika nicht mehr strategisch von Taiwan abhängig ist beim Thema Digitalisierung und KI. Das ist im Moment nämlich noch der Fall. Sobald das der Fall ist, wird es irgendeine mehr oder minder friedliche Lösung geben, die Taiwan und Festlandschina wieder, sagen wir mal, näher aneinander bringt. Also das wird sich auf Dauer gegenüber der neuen Supermacht China nicht verweigern lassen, diese Insel wieder zu vereinnahmen, zumal seit 1971 Festlandschina die einzig legitime Vertretung Chinas in der UNO ist, also auf der Weltbühne. Und China fairerweise, auch wenn der ein oder andere das anders sehen mag, Taiwan niemals in die Unabhängigkeit entlassen oder irgendwem abgetreten hätte. Die Sache ist also völkerrechtlich für China ein relativ starker Case. Ich weiß, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen drüber, aber da werden die Chinesen nicht ad ultimo mit sich diskutieren lassen. Das ist wahrscheinlich der Preis für die Stabilität in der Region. Lieber Herr Dr. Kral, vielen Dank für das Update und auch für gerne ein Like dalassen und den YouTube-Kanal abonnieren mit den Glockenzeichen für Updates und spannende Interviews in der Zukunft und auch gerne unseren Tippverteiler eintragen. Da haben wir die ganzen Themen in unserer Community mit wichtigen Fragen, die wir hier fleißig immer diskutieren. Von dem her vielen Dank nochmal an Sie. Herr Dr. Kral, wir haben Sie auch zu Gast in unserem VIP-Club demnächst. Da können wir dann hier weitermachen. Und ja, ich freue mich auf die zukünftigen Updates. Ich freue mich drauf und wir sehen uns im VIP-Club. Bis dahin.